So, meine lieben Leute, haha, willkommen zum neuen Horror-Indie-Grusel-Teil-Projekt Dingeling-Ding. Es nennt sich Heritage oder Heritage, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht oder betont. Es ist auf jeden Fall ein Indie-Horrorspiel, wie wir es uns schon denken können. Und ja, Story kurz erklärt, New Game. Ja, why is that we always yearn childhood memories when we lost someone? Why those memories become painful nightmares when we lost someone? That is how I'm feeling, yearning those beautiful moments lived in her house, a woman so wise. Wisdom that is only kept in my memory after she passed away 3 days ago. It's time to abandon these confusing thoughts and return to that place, her house. So full of memories and knowledge. Questions. Perhaps I will finally find inner peace. No Luage. Paar Tippfehler noch mit drin, egal. Ich denke mal, es geht auch nicht weiter. Ich habe gerade eben schon mal versucht aufzunehmen. Ich merke nur auf jeden Fall, ich sollte nicht irgendwas überstürzen. Rechtsklick, passiert nichts, okay. Ich kann nämlich auf Tab irgendwas, genau. Ich kann hier das nämlich machen und wenn ich auf Options gehe, dann schmiert das Spiel ab. Sehr geil. Ja, jedenfalls geht es wohl darum, dass ihre Großmutter verstorben ist. Sie irgendwie Albträume hat seit dem Tod ihrer Großmutter und wir auf jeden Fall uns jetzt in ihrem Haus umschauen werden. I just got here, I want to meditate the loss and bla 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 bla. I spent with her. Press E to accept. Erstmal Licht anmachen, damit das hier ein bisschen wärmlicher, wohler ist, wa? An old wooden clock seems to be broken. Ich kann hüpfen. Ja, das ist der Nachteil von dieser Unity Engine. Die ist total verbuggt, teilweise. Man sieht es auch an den Hüpfen. Und, kriechen kann ich auch. Fenster aufmachen. Hui, Frischluft reinlassen in das alte Kabuff hier. Stinkt hier nach Oma. Und vor allem, wenn man frapsen will. Aha, Tisch. Ich nehme jetzt mal all den Scheiß auf. I remember when I dined here. My grandmother cooked very well. Das war halt aufsammeln hier. A note from my grandma. I should read it. Na dann lies mal. I copied the text to my notebook. This is very strange. No need, I already... Warum schreibt sie die ganze Notiz in den Notebook ab, anstatt einfach direkt von den Ding abzulesen? Grandma's Note. Achso, Notizbuch, Notebook. Ah, da habe ich Notebook natürlich gedacht. Laptop, egal. Beloved granddaughter, as you are reading this note, I'm dead by now. Please don't be sad and pay attention to what is written in this note. I had discovered something beyond imagination. Indescribable to your sense of your world. I left my will within notes and puzzles that they were hard to understand. Blur. Lese skills FTW. Search the clock for a key. Aha. You examine the clock, you discovered a small piece of metal behind it. It's a key, you take it. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein paar Dishes hier. Hui, ich kann nicht Geschirr zusammenlegen. Was ein Scheiß. A small bronze key. S for a Jewelry box. English Skills FTW. Geile Soundeffekte. Stiefels. Aha. Ein Bild von Kaluza. Theodore Kaluza. She named him a few times along with Klein. It has to do with space dimensions. Oh, schön. Fernsehen. A pretty nice TV. I like to watch it while getting asleep. Ja, kann ich jetzt auch mal Licht anmachen. Jawohl. Grandmas Fotografie. Warum kommt da so eine Gruselmusik? Dark Smoke Studios. Aha. Passiert nichts. Liebe. Ah, die Jewelry Box. Genau, da haben wir doch. Ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Das ist schon mal super. Ich hänge jetzt fest in diesem Scheißteil. Okay, was ein Kack, ey. Also die Engine hätten sie mal ein bisschen überarbeiten können. Ich schließe mal alles hier. Nichts Interessantes. Geht zu. Auch nichts Interessantes und... Hallo! Oh, fick. Aha, ich kann mich also nicht hinhocken und gleichzeitig laufen. Die Kleine ist scheinbar gehbehindert. Zumindest was Knien angeht. Finde ich ja sehr interessant. Genau. Die Jewelry Box. Hätte Small Lock. Dann werde ich das mal irgendwie verwenden. Use with. Zack. You opened the jewelry box with a small bronze key. You found a note inside. It has a small lock. Jawohl. Use. You can't use it like that. Okay, ich habe jetzt erstmal auf N. Genau. Jewelry Box Note.
Look at the clock. Hour will tell you the row number from below to above and minutes what book to read from left to right. Remember on the shelf to the right in the first floor. Nochmal, verstehe ich jetzt nicht. Die Stunde will mir die Spalte sagen. Und die Minute die Zeile. From left to right. Und von oben nach unten. Ne, von unten nach oben. Das heißt, die Stunde sagt mir von unten und dann das andere von links nach rechts. Okay, weiß ich Bescheid. Erstmal hier ins geile Bad gehen. Ordentlich kacken. Kann ich auch Licht anmachen? Nein, man muss im Dunkeln scheißen. Doch, dahinter. Hihi. Hier gibt es kein Spiel, aber hier gibt es Fenster. Hui, lass die frische Luft hinein. Ich war gerade kacken. Es stinkt noch immer. Und ein WD. Ey, ich finde die Dinger so eklig. Ich weiß nicht. Ich könnte mir niemals so einen Strahl Wasser in die Kimme schießen lassen. Ich hätte da voll meine Bedenken. Okay, gucken wir mal. Die Stunde sagt 4. Minute sagt, ja, entweder 1 oder 5. Müssen wir halt wissen. Weil es sind ja eigentlich 5 Minuten. Probieren wir es einfach mal. Das heißt 4 von unten und 1 oder 5 von links. Okay, je nachdem wie viel es überhaupt gibt. Boah! Leerer Kühlschrank. Ein Kitchen. It can't play CDs and MP3s. It has a radio too. Still, I'm not turning that on. Okay, schade. Telefon. Strange, it doesn't work. Countertop. Nee, doch. My grandmother's always loved it when I helped her in the kitchen. Kettle. Warum nehme ich denn alles auf? Was ist denn das für eine diebische... Erstmal wieder Frischluft drin lassen. Oven. Hier geht's raus. Da ist ein Plumpsklo oder sowas. Lock. Aha. Leave. Nee, geh ich später mal rein. Kann ich auch sprinten? Nein, kann ich natürlich nicht. Jetzt muss ich erstmal hochgehen. Ich würde gerne Licht anmachen. Washing Machine. Dishwasher. Muss ich wieder an, Jay. Please help me, Jay. Oh, ist das hell. Ah, hier haben wir es doch. Ja, welchen nehme ich jetzt? The Mystery of the Atom. Physik Books. Das ist ja cool. Jetzt habe ich 2 Bücherteile. Die Uhr sagt 4. Andere sagt 1, 2, 3, 4, 5. Geht ja nur Mystery of the Atom. Im dritten Titel. Dann nehme ich halt hier das Ding. Grandpa was obsessed with bla bla bla. Bla 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 bla. Okay, das hilft mir jetzt wohl nicht viel weiter. Hier ist noch ein Klo. Sieht aber eklig hier drin aus. Uah! Da bewegt sich doch nur ein Stuhl, keine Angst. Da passiert doch nichts. Erstmal Licht anmachen hier. Damit ich schneller rausrennen kann. Aue! Hör auf mich zu schubsen, du Arschloch! Willst du mich mit mir anlegen oder was? Ist wieder mal nichts drin. Nichts. Laptop Battery. I can't reach it. Ach, Dreck. Juhu, ich habe Laptop-Batterien. Für einen Laptop, den ich wahrscheinlich nicht benutzen werde. Oh, ist das hell hier. Aber ich hab doch von unten, das steht doch von unten nach oben. Ich löse einfach mal alle durch. Novellen. Anatomie. Boring. Astronomie. Buddhismus. The Mystery of the Atom. History Vault. Chemiebücher. Physikbücher. Theodor Kaluza. Fifth Dimension, ja. 2, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hypercube? Was? Zack, 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 zack. Einfach mal alles durchklicken hier. Kommt ja sonst nichts zustande. Zeitgeist, was auch Zeitgeist da, Zeitgeist. Ist ein schöner Film übrigens. Für alle, die so ein bisschen, ne, auf Verschwörungstheorien und so stehen. Habe
Habe ich jetzt irgendwas Tolles bekommen? Ich guck mal kurz in meine Notizen. Nein, habe ich nicht. Gucken wir mal rein. Look at the clock. Die Stunde will tell you the row number from below to above. And minutes what book to read from left to right. Remember, on the shelf to the right in the first floor. Okay, das ist die rechte. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4, 5. Ah! Super. A point in space wouldn't cast any shadow. Then a line will cast a simple dot. A line would be the shadow of the square. Notice how a 3D object reflects a 2D shadow. Lastly, we can imagine the shadow of a 4D object. 5D counting time as a dimension being the rest of the text is struck and a margin question mark is Hä? Ergibt das jetzt irgendwie Sinn? Moment, ich muss das verstehen können. A point in space wouldn't cast any shadow. Then a line will cast a simple dot. A line would be the shadow of the square. Ja, schön. Notice how a 3D object reflects a 2D shadow. Lastly, we can imagine a shadow of a 4D object. 5D counting time as a being the rest of the text is struck and vielleicht ist mein Englisch dafür nicht gut genug. Drei, 2, 4, 5 vielleicht. Ist das vielleicht der Code? So. Since when my grandma has a laptop? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Großmütter haben keinen Laptop. Ich gehe mal von aus, dass ich jetzt irgendwie den Code da hinten einsetzen kann. In der ollen Hütte. Physikbook 3, 2, 4, 5. Ich versuch's einfach mal. Was? Ah, okay. Nee, Moment. Dot, Line, Square. Ich muss mal irgendwas zu schreiben. Ich kann mir sowas nicht merken. Ich bin zu blöd für sowas. Wo ist mein Schreibgut? Schreibgut! Wo bist du? Dann nehme ich halt eine Fahrkarte. Rückseite. Dot, Line, Square. "3D object reflects a 2D shadow." 3D over 2D. Shadow 4D. 5D. Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal, was ich da feststellen kann. 2D. Also erstmal Punkt. Strich. Square. Square. Dann kommt 2D und dann kommt irgendwie 3D. Was ist dreidimensional? Das? Try. That didn't work. War mir irgendwie schon bewusst. Didn't work. Vielleicht ein Kreuz? Jetzt bin ich gerade voll auf dem Schlauch, ey. Moment. Kapier ich nicht. A point in space wouldn't cast any shadow. Then a line will cast a simple dot. A line would be the shadow of the square. Notice how a 3D object reflects a 2D shadow. Lastly, we can imagine the shadow of a 4D object count 5D. Was mit dem 5D?
Ich verstehe das nicht. Ich bin zu blöd dafür. Mein Englisch ist wahrscheinlich auch nicht gut genug. A line would be the shadow of the square. Notice how a 3D object reflects to the shadow. Lastly, we can imagine the shadow of a 4D object. Ja, das ist mir alles irgendwie ganz ehrlich viel zu kompliziert. Warum denn nicht? Verstehe ich alles nicht. Ich bin zu blöd für sowas. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Roffelkopter. Mein Englisch ist dafür einfach zu blöd. Ohne Witz. Bevor ich hier jetzt Ewigkeiten rumprobiere, tut mir leid, werde ich mir mal wahrscheinlich einen kleinen Spoiler geben müssen. Ich bin gleich wieder da. Wir sehen uns. Bis gleich. Okay, es ist doch scheinbar einfacher als gedacht. Und zwar muss ich einfach alles um 1 nach rechts verschieben. Jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der Strich. Jetzt kommt der Square. Und jetzt kommt der Square. Das war's. Einfach nur alles 1 nach rechts geschoben. Haha. Doof, ey. Das ist doof. Das ist von mir aber doof. Liebe. Open. And Mower. Can't reach it. And habe ich einen Mower eingepackt und erstmal einen Demolition Hammer. Ja, voll. Was zur Hölle? Passt alles so in meine Handtasche? Nur wofür habe ich das jetzt? Ist doch bekloppt, ey. Gucken wir mal. The Demolition Hammer, it's big and heavy. A little rusty, but it does a good job. Aha. Dann gucken wir mal, vielleicht kann ich ja hier Rasen mähen. Das wäre jetzt natürlich der Rasenmäh-Simulator 2011. Ich packe ihn mal aus. Use. Da ist der Hidden Basement. Ach! Ja! Genau an der richtigen Stelle auch noch gestanden. Da habe ich habe mich jetzt echt nicht gespoilert. Was? Was? Roffelkopter? Habe ich irgendwas übersehen? Was? Liegt hier vielleicht da irgendwas auf dem Boden rum? Großmutterchen! Großmütterchen, das kannst du mir doch nicht antun. Try, that didn't work. Also einmal muss ich auf jeden Fall den. Probieren wir einfach mal alle durch. Zack. 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 That didn't work. Dann so, zack. Zack. So, zack. So. Erstmal den runter machen, natürlich, klar. Zack, zack. Erstmal rausholen. Rausholen. Runter, runter. Try. Try? Verstehe ich nicht. Hä? Warum denn? Warum ist das so eine Kombination? Ich will die Kombination nicht. Ah, vielleicht ist hier noch was drin. Ganz viele Gläser. Die brauche ich alle nicht. Warum kann man die alle aufsammeln? Das ist doch bescheuert. Flashlight. Juhu. Sonst ist dann nichts weiter drin. Okay. Nichts. Außer ein paar Schüsseln. Nom 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 nom. Mensch, Großmütterchen. Was machst du denn hier für einen Scheiß? Der Wahnsinn. Ey, Großmutter, du hast einen Ausblick. Der ist kacke wie nichts anderes, ey.
Ohne Witz. Wo wohnst denn du hier? Im Ghetto oder was? Ja, ist ja... Gut, das sieht aus wie so eine typische Kleinstadt, aber... Der Wahnsinn, ey. Der absolute Wahnsinn. Ist hier nicht noch irgendwo was? Ah. Das war... aha. User. This should work. Juhu. Hier ist noch was. In the fifth dimension, time is perceived the same way that in the fourth dimension. That, blah, the possibility of entities can be reflected in the future, but it's right to think they can see our past as reflections. Although there is no way can enter in them, just in our present. Also, there is no doubt I can see through objects. In other words, they can see each side from an object without even rotate it. The only thing they need to come here is concentrate energy so they can visualize a point in space, time and reflect themselves. Obviously, the entity must be in a close distance to perceive the energy that will serve as link. This will help understand better past, present. Aha. Schön. Hypercube. What the fuck? Nicht doch! Nicht ehrlich! Was zur Hölle? Das heißt, die Vergangenheit ist da. Ich bin jetzt hier bei Energie und ich bin im Hyper... Ich verstehe das absolut kein Stück, Leute. Für so eine logischen Rätsel bin ich so doof. Ich mache erstmal Fenster auf, frische Luft reinlassen. Das soll beim Denken helfen. Hier ist eine Menge Kram. Aha. Was zur Hölle? It needs a key. Okay. Ich habe aber keinen Schatten. Nee, ich werfe keinen Schatten. Also, Bällchen drumherum? Was? Ich verstehe das nicht. Das ist alles so eine Physikhacke. Ich bin noch nie so gut in Physik gewesen. Most of me, blah blah blah. Maybe there's something useful here. Bingo, I found batteries. Dann kann ich die Batterien ja vielleicht in die Taschenlampe einsetzen. Ja, ich glaube, das Inventar ist überfüllt. Drop. 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 Drop alles mal hier. Droppen. Brauchen wir alles nicht. Drop. 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 Hui. Ja toll, die Batterien kann ich jetzt aber nicht irgendwie mit anfangen. Can't use it like that. Toll. Kann ich das Spiel jetzt nicht mehr weiterspielen, weil ich zu viel aufgesammelt habe von dem Schrott. Kann ich das Inventar sortieren? Das wäre mir sehr genehm. Okay. Gut, dann versuchen wir uns mal an dem anderen Scheiß. Ich bin doch so schlecht in Physik, ey. Was soll ich denn da jetzt machen? Ich kann hier oben ein bisschen rumprobieren und ein bisschen in der Mitte und alles ist schön. Bringt mir irgendwie nichts. Ich will noch nicht immer nur Schmuddelschmatz. Vermutlich hilft mir das. Aue. Also. Das kann ich drehen. Dann ist der da und das ist das und das ergibt keinen Sinn und das ist mir einfach zu hoch. Tut mir leid. Ich bin zu blöd für sowas. Was soll denn das? Energie. Just also there is no doubt they can see through objects and Das heißt, wir brauchen Energie.
und selbst, dann das Objekt und das funktioniert nicht. Dann brauchen wir das und erstmal die Energie und so vielleicht. Spoiler-Alarm, bis gleich.